Ja, hallo zusammen, ich bin die Chichi und ich begleite euch heute durch diesen Auftakt für die Einheitsfront hier im Buchenwald. Hier sind Hunderte von Menschen zusammengekommen aus verschiedenen Ländern, internationale Gäste und Buchenwald hat eine besondere Bedeutung für uns hier. Das ist eines der wenigsten Konzentrationslagern, wo die Häftlinge sich selbst befreit haben. I swear that I will never drop the victory banner against fascism. Campo de concentración nunca más. Я клянусь не жалеть сил и времени, а при необходимости и самой жизни в борьбе с фашизмом. Nun endete der Auftakt hier vor dem Monument von Fritz Kremer. Monika Gärtner-Engel hat hier auch nochmal die ganzen Abbildungen hier auch präsentiert, welche Bedeutung die einzelnen hat, was es bedeutet, hier zusammenzukommen. Eine richtige, schöne Beschreibung dieser Situation, was es überhaupt bedeutet, dass jetzt hier auch heute aktuell auf uns abgebildet ist. Und jetzt auf dem Weltkongress der Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg. Ein sehr guter Kongress haben wir organisiert. Ich danke allen, die das mitgemacht haben. Und wir haben eine solidarische Diskussion geführt. Wir haben verschiedene Meinungen gehabt, aber wir haben sehr gute Diskussionen geführt. Und dann dieses Ergebnis, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Deswegen wollte ich auch beim Konsultativkomitee weitermachen, die Kämpfe zusammenzubringen und weltweit von Frauen, von Jugendlichen, von Bergbau bis Bauern, überall gibt es viele Kämpfe. Wir sollen als Front mit dem Kämpfer zusammenzuschließen und zusammen weiterkämpfen, ist sehr wichtig. Ich finde, dieses Kongress hat gelungen, viele Informationen in ganzer Welt zusammenzubringen und weiter nach vorne zu schauen. Alle Organisationen, alle verschiedenen Massenorganisationen, Parteien, alle, die noch nicht Mitglied sind, alle noch nicht in Front sind, sollen Mitglied werden, sollen ihre Kämpfe mit Front noch weiter stärken und weiter zu kämpfen. Es ist beeindruckend, dass die United Front inzwischen auf über 120 Mitgliedsorganisationen und 27 Einzelpersönlichkeiten auf 4 Kontinenten angewachsen ist. Das drückt das große Bedürfnis, länderübergreifend zusammenzuarbeiten, aus. Wenn man den Imperialismus wirksam bekämpfen will, muss man ein klares Grundverständnis über sein Wesen und seine charakteristischen Eigenschaften haben. Dafür entscheidend ist der Export von Kapital. Machtpolitisch strebt der Imperialismus nach Weltherrschaft.
wen man überhaupt als imperialistisch sieht oder nicht oder was man unter Imperialismus versteht. War es völlig normal, dass jetzt heute auch die Widersprüche oder auch gestern schon in den Foren zum Ausdruck kamen. Also ich finde das einen völlig natürlichen Prozess, der auch dazugehört, aber wie gesagt, hat jetzt eigentlich an keinem Punkt dazu geführt, dass das hier als gemeinsames Projekt in Frage gestellt war. Wenn man jetzt guckt, was für Leute gewählt wurden, in dem Konsultativkomitee in der einen oder anderen Form beteiligt sind, haben wir wirklich ganz wesentliche Lager sozusagen der revolutionären Weltbewegung hier vertreten, ne? Von ILPS, der jetzt sozusagen ausgestiegen ist als Gesamtorganisation, aber mit mehreren Organisationen jetzt wieder vertreten ist. Also das finde ich einen Riesenfortschritt. Dann natürlich die ICOR, die revolutionäre und auch Arbeiterklasse als ein Kern, aber auch eine Breite an Menschenrechtsorganisationen, Flüchtlingsorganisationen, Umweltorganisationen. Vielleicht kann das noch breiter werden, dass wir auch weltanschaulich verschiedenste Kräfte noch dabei haben, die auch gegen Faschismus, Krieg, Umweltzerstörung, Imperialismus und so weiter sind. Aber als Staat, also dafür, dass es die erste Weltkonferenz war, ist es schon, das dann hinzukriegen, dass die sich einig werden an den Punkten und gleichzeitig die Differenzen, aber auch, wie soll man sagen, dass man die auch aushält. Ne? Also das fand ich auch jetzt hier von der Führung eine reife Leistung, wie das geschafft wurde. Okay, vielen Dank. Danke an das Filmteam für alles, was ihr beigetragen habt. Ihr wart ja unermüdlich da an eurem Platz.